das 150er PvE-Set auch sind, wenn man sich das andere nicht leisten kann, also Rene. Ja, aber was willst du mit dem Rene-Set auf deinem Ringmaster, wenn der dich nur supportet? Das ist ja komplett sinnlos. Das Rene-Set ist dann, wenn du Wilds läufst, als Tank. Oder wenn du halt selber AOE spielst. Aber für alles andere brauchst du ja Cast-Time, ey. Du kannst auch mit dem Rene-Set auf 200% Cast-Time kommen, dann wäre es für alles besser. Also wenn du Main Ringmaster spielst, würdest du wahrscheinlich immer das Rene-Set nehmen. Weil als Main Ringmaster hättest du ja wahrscheinlich eine Hernes- oder Lusaka Crystal-Waffe, plus Ultimate-Schmuck und so weiter. Das heißt, da würdest du auch so auf 200 Cast-Time kommen mit dem Rene-Set. Aber für mich oder für dich oder für irgendjemanden, der seinen Ringmaster ja nicht maint, wirst du mit dem Rene-Set nicht mal in die Nähe von 200% kommen. Geschweige denn von 20er Buffs, weil ein Set ja dann auch keine Int mehr gibt. Und, ja. Also für jeden Support-RM ist schon das Luminia oder wie das heißt. Luminis. Lumarsch. Das Beste. Aber ja, wenn du Main Ringmaster spielst, ist es wieder was anderes. Das ist ja wie mit Mage. Wenn du nur so einen Pseudo-Mage hast, den du eigentlich kaum richtig ausgerüstet hast, wobei wer hat dann überhaupt einen Mage, sag ich mal, weil wir nicht richtig ausrüstet, aber egal. Dann wäre das 150er Wild-Set interessant. Erstens, weil es ultra günstig ist. Und zweitens, weil du so als sauleicht auf 200 Cast-Time kommst. Aber für maximalen Schaden würdest du eigentlich das Lipin nehmen wollen, also auch das Tank. Schrägstrich PvE-Set. Weil du damit einfach mehr Schaden machst. Aber da hast du halt dann wieder Probleme, auf die 200 Cast-Time zu kommen. Was aber kein Problem ist, wenn du eine 150er Waffe hast und Ultimate-Schmuck, dann ist das normalerweise kein Problem. Gegebenenfalls noch CS erwecken. Das ist immer noch der Joker, den man hat, Cast-Time durch die Blessing of the Demons zu kriegen. Wobei das halt recht teuer sein kann. Je nachdem, wie viel Glück oder Pech man hat oder wie viel Cast-Time man braucht. Aber ja, du siehst, es ist stark abhängig von deinen Bedürfnissen. Und ich würde auch sagen, eine nicht mindere Rolle spielen noch die finanziellen Möglichkeiten, die man hat. Vor allem was Ultimate-Schmuck angeht bei Cast-Time. Ultimate-Schmuck gibt halt 10% Cast-Time, aber Ultimate-Schmuck kostet auch ein paar Milliarden Dollar, ne? Ich meine, ein paar Milliarden Peniatas Fritas. Davon ist es letztendlich abhängig. Also Ultimate-Schmuck und gegebenenfalls die Blessing of the Demons sind das i-Tüpfelchen. Ohne brauchst du es gar nicht probieren. Also ohne einen Magier oder auch Ringmaster kannst du es mit der 200 Cast-Time vergessen. Und PvE-Set. Du brauchst zumindest eine dieser Dinge. Oder halt 150er Waffe. Aber ich glaube, selbst eine 150er Waffe mit einem Cast-Time-Bonus-Ding würde nicht für 200 Cast-Time reichen, ohne Ultimate-Schmuck oder gegebenenfalls sogar Blessing of the Demon. Kommt halt auf die genauen Rolls an. Wenn alles perfekt ist, könnte es knapp werden, aber ich glaube auch dann nicht. 150er geht nur, wenn man es... 150er geht nur mit, wenn es Gold ist im Inventar. Letztes Jahr ging alles mit. Letztes Jahr hast du alles mitgenommen. Alles. Sogar einzelne Set-Teile, die einfach random auf einem Inventar lagen. Du kannst 10 Sets mitnehmen, theoretisch. Solange es 150er Equipment war. Aber das war letztes Jahr, Sir. Niemand weiß, was dieses Jahr passiert. Da warst du dir nicht mehr sicher? Ach so, warst du auch auf dem letzten FEC. Nee, also letztes Jahr haben sie die Ausnahmeregel hinzugefügt, dass alles mitgeht. Von 150. Auch Waffen. Alles. Alles 150er Equipment. Alles.